Hi, willkommen auf unserem Channel. Ich bin Matthias. Und ich bin Daniel. Wir beide sind Typen, die gerne an alten Autos schrauben, wenn es sein muss, auch an neuen Autos. Wir haben zurzeit ein paar Projekte am Laufen. Zwei davon wären 224er, ein T-Modell und ein Coupé. Beide davon brauchen mehr oder weniger ein bisschen Arbeit, aber darum soll es heute nicht gehen, sondern heute geht es um unser beider Traumauto. Wir lieben nämlich beide US-Cars und V8-Motoren, und hinter uns ist nämlich ein Chevy Impala, den wir in den zukünftigen Videos und hoffentlich nicht in so vielen Jahren wieder herrichten wollen. Ja, genau, es ist ein Chevrolet Impala von 1967 als Cabrio. Der ist seit 2013 in meinem Besitz ungefähr. Ich habe den gekauft, damals ohne Zulassung und nur mit den Papieren, um den hier in Deutschland zuzulassen. Der ist bisher nur als Tageszulassung auf deutschen Straßen unterwegs gewesen. Ja, dann war eigentlich der Plan, den so über den TÜV zu bringen. Das hat sich dann doch schwieriger herausgestellt. Und deshalb haben wir uns überlegt, den Wagen wirklich komplett neu aufzubauen. Also wirklich eine Frame-Off-Restauration zu machen. Da sind wir jetzt schon dabei, den Wagen zu zerlegen. Sieht man ja auch, da ist nicht mehr viel dran im Moment. Also wir müssen eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten abbauen, die Karosserie vom Rahmen trennen. Und dann können wir uns damit beschäftigen, die Teile aufzuarbeiten und das Ganze dann Stück für Stück wieder zusammenzubauen. Ja, da sind auch einige Sachen, die jetzt an dem Fahrzeug nicht so schön sind, aber insgesamt ist die Basis auf jeden Fall echt gut, um den zu restaurieren. Um nochmal zum generellen Grundzustand des Fahrzeugs zu kommen: Also er hat wahrscheinlich in seinem Leben wenig Regen gesehen und wurde immer in einem sonnigen Start, bis er nach Deutschland kam, bewegt und stand dann wahrscheinlich immer nur noch trocken in der Garage oder in der Scheune oder ähnliches. Die ganzen Blechteile, wenn man Richtung Fußbodenbleche und ähnliches guckt, die sind okay. Die Fußbodenbleche wurden wohl schon mal gemacht. Nicht schön, deswegen gehen wir da auf jeden Fall noch mal ran. Er hat auch hier und da vorne, hinten irgendwo mal einen Klatsch gekriegt, wo wir auch noch mal nacharbeiten müssen. Aber ansonsten reden wir hier vom Rahmen und von der restlichen Karosserie hauptsächlich von Flugrost, den wir dann auch gut und schnell beheben können und auch schön konservieren können. Generell von der Vollständigkeit der Teile haben wir zum Großteil alles. Es fehlen nur ein paar Kleinigkeiten, ein paar Embleme sind leider gebrochen. Das werden wir aber auf jeden Fall in Zukunft dann nachbestellen und auch einbauen. Ja, der Wagen hat auch schon seine dritte Lackierung. Der war eigentlich von Werk aus, war er in so einem schönen Blau Metallic. Danach wurde er rot lackiert und jetzt zuletzt weiß. Da ist auch klar, dass die Farbe halt komplett runter muss. Einmal auch, damit wir sehen, wie wirklich das Blech an sich ist, ob damit alles in Ordnung ist. Und ja, dann auch, um die ganzen Farb- und Füllerreste, die wahrscheinlich da sein werden, zu entfernen. Der Innenraum wurde auch lackiert in Rot, also alles so wie Dashboard, alle Türknaufe, alles ist gerade in einem nicht so schönen Rot. Das werden wir aber alles aufarbeiten und dann halt dementsprechend wieder so machen, wie uns beiden das auch gefällt. Da würde uns halt zum Beispiel interessieren, wie findet ihr das? Also wie würdet ihr das machen, wenn es euer Auto ist? Welche Farben würden euch gefallen? Ich bin ja so ein bisschen Supernatural geschädigt und ich finde so ein schwarzes Auto und eine beige Inneneinrichtung, Ausstattung eigentlich ganz schön. Aber vielleicht habt ihr andere gute Vorschläge. So, damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen, zeigen wir euch das Auto jetzt noch mal in 'ne Detailaufnahme. Wir gehen jetzt einmal mit euch rum, zeigen euch ein paar Stellen, die schön sind, die nicht schön sind, und dann, genau, wisst ihr auf jeden Fall, wovon wir reden. Jo, bis gleich. Ja, dann kommt man mit ans Fahrzeug. Also hier, wenn man sich den Rahmen anschaut, sieht man schon, bis auf ein bisschen Flugrost ist da eigentlich nicht viel dran, wo man sich darüber beschweren kann. Das war alles mit so einer, ja, ich denke mal, so einem Bitumen-Coating überzogen. Das muss man natürlich jetzt einmal komplett abmachen. Dann gucken, wie das Material darunter ist. Und dann werden wir das alles schön konservieren. Ja, sonst ist vorne auch schon nicht mehr viel angebaut.
Der Wagen hat an allen 4 Reifen noch Trommelbremsen. Gerade die vorderen werden wir im Verlauf wahrscheinlich auf Scheibenbremsen umbauen. Einfach weil so ein Schlachtschiff mit Trommelbremsen schon ein bisschen gefährlich ist. Ja. Sonst auch die Firewall sieht man auch, sieht alles an sich gut aus. Da sind jetzt ein paar Löcher drin, die wir nicht brauchen werden. Das werden wir dann alles schauen, wenn es soweit ist. Und die Sachen, die wir nicht brauchen, verschließen. Ja, hier ist schon die erste Stelle, wo wahrscheinlich auch mal irgendwie ein Schaden war. So sollte es eigentlich nicht aussehen. Hier sieht man dann auch, dass so ein bisschen Rost schon vorhanden ist, aber auch hier nicht ansatzweise durchgerostet. Auch der obere Bereich hier an der Scheibe, die jetzt nicht drin ist, die wir rausgenommen haben, weil sie auch kaputt war, hat auch gar keine Rostprobleme. Ist ja sonst öfter mal, dass hier oben gerade, dass man da mit dem Finger gut da durchkommt. Das nicht, das muss jetzt auch alles einmal gesäubert werden. Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch noch die Originalfarbe, das schöne Blau, was mir an sich noch ganz gut gefällt. Und jetzt kommen wir zum roten Part, also der Innenraum. Das Dashboard, da sieht man die Farbe, wie jetzt alles lackiert war. Gefällt mir persönlich absolut gar nicht. Da werden wir auf jeden Fall eine andere Farbe wählen. Ja, ansonsten sind im Innenraum auch eigentlich nur noch die Heber vom Verdeck drin und die Pumpe dazu. Die Bleche im Innenraum sind auch relativ gut. Hier sieht man jetzt an ein paar Stellen, dass was nachgearbeitet wurde, was wir dann nochmal ordentlich machen werden. Aber im Groben und Ganzen ist hier nicht ansatzweise irgendwie das Problem, dass wir dann eine Durchrostung haben. Ja, hier gibt es dann einige Stellen, wo jetzt, sage ich mal, kleine Dötschen drin sind. Das wird sich dann geben, wenn wir dann den Lack abhaben und dann wirklich sehen, was ist davon wirklich gravierend. Ja, der hatte auch die Zierleiste hier auf der Höhe. Da sieht man an ein paar Stellen auch noch die Klebereste. Die wurden einfach angeklebt mit Sikaflex. Ja. Ja, hier hinten die Embleme sind auch schon ab. Da haben wir nicht alles von, weil gerade das eine Impala-Emblem ist halt zerbrochen. Ja, da müssen wir uns dann auch noch um Ersatz kümmern, aber die kriegt man eigentlich relativ gut nachgekauft. Ja, am Kofferraum ist jetzt vom Kofferraumboden das Ganze eigentlich auch relativ okay. Da haben wir jetzt keine großen Durchrostungen. Also das ist alles hier eigentlich mehr Dreck im Moment als wirklicher Rost. Auch die Ablaufrinne hier am Rand, da ist halt natürlich an der Stelle, wo das Wasser sich staut, hier ist es schon ein bisschen schlechter. Aber auch da ist keine Durchrostung. Hier blättert halt der Lack auch schon leicht ab. Ja, das ist aber alles auf jeden Fall halb so wild. Ja, wo es jetzt schon ein bisschen wilder wird, ist, wenn man hier wirklich reinschaut. Da sieht man, da war wahrscheinlich mal ein Unfallschaden. Das sieht sehr so aus, als wurde der mal rausgezogen. Das werden wir dann auch, wenn wir ihn wirklich auseinandergebaut haben, werden wir das dann auch sehen, wie schlimm das für uns wirklich ist. Ja, ansonsten der Tank unterm Fahrzeug ist, der ist neu. Den hatte ich damals gekauft, weil der alte kein Benzin mehr gehalten hat. Also der ist wirklich komplett ausgelaufen. Und ja, dann habe ich den schon mal ausgetauscht. Und das Auto lief dann auch. Also es war wirklich auch fahrbar. Ja, hier sieht man jetzt ein bisschen mehr die Klebereste auf der Seite, wo die Zierleisten waren. Ja, das ist im Endeffekt, wenn der Lack abkommt, brauchen wir uns da keine Mühe mehr geben, die Klebereste zu entfernen. Hier sieht man aber auch
dass hier mal ein Rempler war. Dadurch ist natürlich die Linie hier ein bisschen kaputt. Das muss man dann natürlich wieder ausgleichen, wenn man den Lack wirklich abmacht. Ja, die Radkästen an sich sind solide. Da ist jetzt selbst hier unten, ne, man merkt, das ist ein bisschen rostig, aber ich könnte jetzt hier nichts abbrechen mit den Fingern. Ne? Auch von der Seite vollkommen okay. Ja, das Ganze ist mit so einem Unterbodenschutz überzogen. Da muss man halt mal schauen, wie es dann da drunter aussieht. Es wird dann noch ein bisschen spannend. Ja, einen Motor haben wir auch. Das ist jetzt ein 350er Chevy Small Block. Das ist ein Austauschmotor. Den habe ich auch 2016 oder sowas gekauft, weil der andere den nicht mehr gemacht hat. Da habe ich noch den Rumpfmotor von. Wir werden mal schauen, ob wir da noch irgendwas retten können im Endeffekt. Aber erstmal, um ihn fahrbereit zu machen, hatte ich damals einen Austauschmotor eingebaut. Also ein 350er Chevy Small Block, dazu ein 350er Getriebe. Das lief auch gut zusammen. Das war kein Problem. Ja, da muss man dann im Endeffekt schauen, wie man ihn betreibt, was man wirklich auch für einen Vergaser drauf macht. Ja, das sieht jetzt alles sehr crappy aus, aber das werden wir uns im Endeffekt noch schön machen. Ja, was vielleicht ein größeres Problem ist, ist die Motorhaube. Die sieht jetzt von hier aus noch ganz okay aus. Was man vielleicht nicht so gut sieht, ist, dass das hier alles aufgebläht ist, weil der Vergaser mal Feuer gefangen hat. Dadurch ist halt hier der Lack auf jeden Fall komplett aufgegangen und die Motorhaube ist eh schon schlecht. Also hier ist wirklich komplett durchgerostet. Ja, das kann man auch, wenn ich die mal rübernehme, kann man auch mal sehen, dass man da wirklich schon mehr Rostprobleme hat. Also um das Ganze wieder hinzukriegen, wird man ein bisschen mehr Schweißarbeit benötigen. Ne, weil gerade da, wo es durchgerostet ist, das war halt so eine Stelle, wo repariert wurde. Ja, um euch jetzt noch mal einmal zu zeigen, wie der Innenraum so aussah, habe ich jetzt einmal die Rückenlehne von der Sitzbank hinten hingestellt. Das ist natürlich eine Farbkombination, die ist traumhaft, also für mich eher nicht. Das ganze Polster insgesamt ist auch einfach nicht mehr in Ordnung. Also man sieht hier, dass das alles nicht mehr hält. Waren auch Mäuse drin oder sowas, also es ist auch hinten noch okay, würde ich sagen. Habe ich in anderen Videos schlimmer gesehen, aber man sieht auch hier, es haben schon mal ein paar Mäuschen ein bisschen aufgemacht. Deshalb werden wir das auf jeden Fall alles komplett austauschen. Aber die Optik mit der Box hinten finde ich schon extrem schön. Und wenn man jetzt überlegt, wenn das jetzt schwarz und beige ist, dann ist es schön. Ja, das Auto von unten, das zeigen wir euch dann, wenn wir die Karosserie abhaben und der Wagen auf der Bühne ist. Dann ist es vielleicht besser zu sehen, als wenn wir jetzt da drunter krabbeln und euch irgendwie versuchen, was zu zeigen. Aber auch von unten würde ich sagen, ist auf jeden Fall guter Zustand. Können wir gut mitarbeiten. So, jetzt solltet ihr eigentlich wissen, wie es um das Fahrzeug steht und wie der aktuelle Stand ist. Sieht nach verdammt viel Arbeit aus, ist auch verdammt viel Arbeit, aber wir haben richtig Bock drauf. Wir wollen das Fahrzeug gerne wieder auf die Straße kriegen und in einem schönen Sommertag mit Verdeck unten durch die Straßen cruisen. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren und vielleicht auch ein Like da lassen und auf jeden Fall auch mal reinschreiben, wenn ihr euch ein Projekt aussuchen könntet, welches Auto würdet ihr dann nehmen und es wieder auf die Straße bringen. Das würde mich interessieren oder uns interessieren. Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal in unserem nächsten Video und bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.